Nadja öffnet ihren Spind und findet einen Brief. Kein Umschlag, kein Name, nur ein gefaltetes Stück Papier. Weiß, ordentlich, als hätte jemand sehr lange nachgedacht, bevor er es dorthin gelegt hat. Sie schaut sich um. Der Umkleideraum ist leer. Es ist 6:47 Uhr morgens und die Frühschicht beginnt in 13 Minuten. Niemand ist da. Nadja nimmt das Papier. Sie faltet es auf. Montag. Kaffee ohne Zucker. Du stehst immer als Letzte auf, aber du gehst als Erste rein. Dienstag. Du hast das Fenster in Zimmer 12 aufgemacht, obwohl es draußen kalt war. Mittwoch. Du hast gelächelt, als Herr Becker dich Nadine genannt hat, aber deine Augen haben nicht gelächelt. Nadja liest den Text 3-mal. Dann steckt sie das Papier in ihre Tasche und geht zur Arbeit. Sie sagt nichts. Nadja ist seit 4 Jahren in Deutschland. Sie ist Krankenpflegerin im St. Marien Krankenhaus in Köln, Station 3, 2. Stock. Sie spricht gut Deutsch. Nicht perfekt, aber gut genug, dass die Patienten vergessen, dass sie nicht von hier ist. Meistens. Ihr echter Name ist Nadja Shirazi. Die meisten Kollegen nennen sie einfach Nadja. Manche sagen Nadine, weil das einfacher klingt. Nadja korrigiert sie nicht mehr. Das kostet Energie. Und Energie ist etwas, das sie sehr genau einteilt. Sie wohnt in einer 2-Zimmer-Wohnung in Ehrenfeld. Sie hat keine Katze, keine Pflanze, keinen Fernseher. Nur Bücher, ein Bett und ein Foto von ihrer Mutter auf dem Kühlschrank. Sie ist nicht unglücklich, aber sie ist auch nicht glücklich. Sie ist funktionierend. Um 10:15 Uhr macht Nadja eine kurze Pause. Sie geht in die kleine Küche neben der Station und macht Kaffee. Keinen Zucker. Ihre Kollegin Petra kommt herein. Petra ist 52, hat kurze graue Haare und lacht oft und laut. Nadja mag sie, auch wenn sie manchmal zu viel fragt. »Alles okay bei dir?« fragt Petra. »Ja«, sagt Nadja. »Du siehst müde aus.« »Ich bin immer müde.« Petra lacht. »Das sind wir alle.« Sie nimmt sich einen Keks aus der Dose auf dem Tisch. »Kommst du heute Abend noch auf Julias Geburtstag?« Nadja hat das vergessen. »Ich weiß nicht, vielleicht.« Petra schaut sie kurz an. Nicht böse, aber aufmerksam. »Du solltest mal rauskommen, Nadja. Wirklich.« Nadja lächelt. Ihre Augen lächeln nicht. In der Mittagspause liest sie den Brief noch einmal. Mittwoch. Du hast gelächelt, als Herr Becker dich Nadine genannt hat, aber deine Augen haben nicht gelächelt. Jemand hat das gesehen. Jemand hat es aufgeschrieben. Sie denkt, wer beobachtet mich so genau und warum? Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ist es jemand, der ihr helfen will, jemand, der sagen möchte, ich sehe dich, wirklich. Oder es ist jemand, der ihr zeigen will, ich beobachte dich, pass auf. Nadja ist eine Frau, die Probleme analysiert, bevor sie Gefühle zulässt. Das hat ihr in Iran geholfen, das hat ihr in Deutschland geholfen. Aber jetzt sitzt sie in der Krankenhausküche, das Papier in der Hand, und sie merkt, diesmal funktioniert das nicht. Diesmal fühlt sie etwas, und sie weiß nicht genau was. Angst? Nein, nicht ganz. Neugier? Ja, aber auch noch etwas anderes. Das Gefühl, dass jemand sie wirklich sieht. Nach der Arbeit geht Nadja nicht nach Hause. Sie setzt sich auf eine Bank vor dem Krankenhaus und schaut auf die Straße. Es ist kalt, aber sie bleibt sitzen. Sie denkt an die Personen, die Zugang zum Umkleideraum haben. Das sind ungefähr 15 Leute. Kollegen, die sie kennt. Petra, Jonas, Dr. Hoffmann, die neue Auszubildende, wie heißt sie noch? Lena? Laura? Nadja kennt alle ihre Namen. Aber kennt sie die Menschen dahinter? Wirklich? 4 Jahre. Und sie hat keinen einzigen echten Freund hier. Das ist kein vorwurfsvoller Gedanke. Es ist einfach eine Tatsache, kühl und klar wie eine Diagnose. Am nächsten Morgen, es ist Donnerstag, öffnet Nadja wieder ihren Spind. Ein 2. Brief liegt darin. Du fragst dich jetzt, wer ich bin. Das ist gut. Das bedeutet, du denkst über uns nach. Uns? Ja, denn ich denke schon lange über dich nach. Nächste Woche Dienstag,
18 Uhr. Café März, Venloer Straße. Komm oder komm nicht, aber wenn du nicht kommst, wirst du es bereuen. Nadja liest den Text einmal, nur einmal. Dann macht sie den Spind zu, zieht ihre Uniform an und geht auf die Station. Sie arbeitet 8 Stunden. Sie wechselt Verbände, gibt Medikamente, hört Patienten zu, schreibt Berichte. Sie macht alles richtig, sie macht alles präzise. Aber in ihrem Kopf dreht sich dieser letzte Satz im Kreis. Wenn du nicht kommst, wirst du es bereuen. Was bedeutet das? Eine Drohung? Eine Einladung? Ein Versprechen? Und warum, das ist die Frage, die sie nicht loslässt, warum hat sie Angst und gleichzeitig das Gefühl, dass sie hingehen wird? Am Abend ruft Nadja ihre Mutter in Teheran an. Das macht sie jeden Donnerstag. »Wie geht es dir?« fragt ihre Mutter. »Gut«, sagt Nadja. »Wirklich?« Nadja schaut auf das Foto auf dem Kühlschrank. Ihre Mutter lächelt darauf. Ein echtes Lächeln. »Ich weiß nicht«, sagt Nadja leise. »Etwas Seltsames ist passiert. Seltsam gut oder seltsam schlecht?« Nadja denkt kurz nach. »Ich weiß es noch nicht.« Sie legt das Telefon weg und setzt sich ans Fenster. Draußen fährt die Straßenbahn vorbei. Gelbes Licht im Dunkel. Nadja denkt, ich bin 34 Jahre alt. Ich lebe seit 4 Jahren in diesem Land. Ich kenne die Grammatik, die Preise im Supermarkt, die Regeln der Mülltrennung. Ich weiß, wie man hier lebt. Aber vielleicht weiß ich nicht, wie man hier wirklich lebt. Sie nimmt beide Briefe aus ihrer Tasche. Sie legt sie nebeneinander auf den Tisch. Jemand hat ihre Morgenroutine beobachtet. Jemand hat gewusst, dass sie keinen Zucker nimmt. Jemand hat gesehen, was hinter ihrem Lächeln liegt. Und dieser jemand will sie treffen. Nächste Woche Dienstag, 18 Uhr, Café März. Nadja faltet die Briefe zusammen. Ordentlich, präzise. Wie jemand, der Kontrolle über die kleinen Dinge behält, wenn die großen Dinge unkontrollierbar werden. Dann legt sie